In unserem ersten Theorievideo haben wir die Nähvasa etwas offen gelassen. Diese möchten wir heute aufarbeiten. Wir wissen bereits, dass die Nähvasa aus der Osaikomi-Vasa, also den Haltegriffen, der Shimmer-Vasa, also den Würgern, und der Kansetsu-Vasa, den Hebeln besteht. Ebenso wissen wir, dass diese drei Gruppen aus weiteren Untergruppen bestehen. Bevor wir aber die einzelnen Untergruppen der Haltegriffe, Hebler und Würger anschauen können, ist es wichtig zu wissen, was für Situationen im Boden vorkommen können. Dazu gibt es 8 Standardsituationen, welche wir nun kurz erläutern. Unser Tori, der den weißen Anzug trägt, wird die Übungen ausführen, während Uke, an dem die Übungen ausgeführt werden, den blauen Anzug trägt. Die Standardsituationen im Boden teilen sich auf in 4 Situationen, die jeweils in Ober- und Unterlage ausgeführt werden. Das heißt, dass einmal der Tori ist, der oben drauf liegt auf dem Partner, das ist die Oberlage, und einmal die Unterlage, wenn Tori unten drunter liegt. Wir fangen an mit der ersten Situation, den Angriff gegen die Bauchlage. Heißt, Uke ist in der Bauchlage und Tori greift an. Hier ist zu beachten, dass er von der Kopfseite, von der Seite oder von oben aus angreifen kann. Das Gegenstück dazu ist die Verteidigung aus der Bauchlage. In diesem Fall wäre Tori selber in der Bauchlage und Uke greift an. Auch hier wieder von der Seite, von der Kopfseite oder von oben. Ähnlich wie die Bauchlage ist der Angriff gegen die Bank. Dieses Mal ist der Uke in der Bank und Tori greift an. Auch hier besteht wieder die Möglichkeit, von der Kopfseite, von der Seite oder von oben aus Uke anzugreifen. Das Gegenstück natürlich wäre die Verteidigung aus der Bank. In dieser Situation ist Tori in der Bank und Uke greift auch wieder aus den 3 möglichen Richtungen an. Die nächste Situation ist der Angriff zwischen den Beinen. Dort liegt Uke auf seinem eigenen Rücken und Tori greift von der Fußseite zwischen den Beinen an. Das Gegenstück ist natürlich komplett wieder umgekehrt. Dieses Mal liegt Tori auf seinem eigenen Rücken und wird zwischen den Beinen angegriffen. Das nennt sich Verteidigung aus eigener Rückenlage. Die letzte Situation, ein Verteidigungsmechanismus gegen Haltegriffe, ist die Beinklammer. Auch wieder in Ober- und Unterlage. Was passiert? In der Oberlage, Tori hält Uke irgendwie fest und Uke klammert Toris Bein. Und in der Unterlage, da liegt Tori vielleicht in einem Haltegriff und er klammert auch Ukes Bein. Als letztes zu diesem Thema kommen noch ein paar einzelne Techniken, die aus verschiedenen Standardsituationen ausgeführt werden. Wir wissen, dass die Osaikomi-Vasa aus 5 Gruppen besteht: dem Keisagatame, dem Yoko-Shiogatame, dem Kami-Shiogatame, der Tate-Shiogatame und der Katagatame. Die 5 Haltegriffgruppen kann man auch nochmal einteilen in einmal Keisagatame und Katagatame, da diese nur mit 3 Punkten am Boden gehalten werden, und einmal der Yoko-Shiogatame, der Tate-Shiogatame und der Kami-Shiogatame. Diese werden jeweils mit 4 Kontaktpunkten am Boden festgehalten. Im Folgenden werden wir kurz erläutern, wie diese einzelnen Techniken genauer aussehen. Beim Keisagatame halte ich meinen Partner, indem ich neben ihm auf der Seite liege oder knie. Den Yoko-Shiogatame, also den Seitvierer, halte ich, indem ich neben dem Gegner auf dem Bauch liege oder knie. Den Tate-Shiogatame, also den Reitvierer, halte ich, indem ich über dem Gegner liege oder knie. Der Kami-Shiogatame wird gehalten, indem ich hinter meinem Gegner auf dem Bauch liege oder knie. Ähnlich wie beim Keisagatame
liege ich beim Katagatame neben meinem Partner auf der Seite oder knie. Bei der Kansetsu-Vase, also den Hebeln, ist Vorsicht zu walten. Denn wenn diese Hebel nicht sachgemäß ausgeführt werden oder nicht früh genug abgebrochen werden, besteht Verletzungsgefahr. Von der Kansetsu-Vase, also den Hebeln, wissen wir, dass sie aus 7 Gruppen besteht. Einmal der Jujigatame, das ist der Leistenstreckhebel, der Udegatame, das ist der Drehstreckhebel, Udegarami, das sind gebeugte Hebel, Haragatame, bei dem nutze ich die Bauchseite, der Wakigatame, dort nutze ich die Seite zum Hebeln, der Ashigatame, dort wird der Fuß genutzt, um den Hebel durchzuführen, und der Kanukigatame, der Riegelstreckhebel. Damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, wie diese aussehen, folgen gleich nochmal kurze Erklärungen plus Bilder der einzelnen Techniken. Der Jujigatame, der Leistenstreckhebel, funktioniert, indem man den Arm von Uke über seine Leiste hebelt. Der Udegatame funktioniert, indem ich mit beiden Händen von hinten auf Ukes Ellbogen oder Arm drücke, um so seinen Arm zu hebeln. Beim Udegarami hebeln wir den gebeugten Arm von Uke. Beim Haragatame wird der Bauch oder die Körpervorderseite zum Hebeln genutzt. Beim Wakigatame wird die Seite oder die Achsel zum Hebeln benutzt. Der Ashigatame funktioniert, indem man das Bein zur Hilfe nimmt, um den Arm von Uke zu hebeln. Der Kanukigatame, der Riegelstreckhebel, funktioniert, indem wir Ukes Arm mit unseren Unterarmen verriegeln, strecken und dann schlussendlich hebeln. Auch bei den Würgern müsst ihr vorsichtig sein, denn diese können im schlimmsten Fall tödlich enden. Also Vorsicht! Zuletzt die Shimevase, die Würger. Hier wissen wir auch wieder, dass sie aus 7 Techniken besteht. Einmal der Juji-Jime, das sind die Kreuzbürger, der Ryote-Jime, das ist das Parallelwürgen, der Kata-Te-Jime, das sind Würgen mit einer Hand, Kata-Ha-Jime, das sind Würger, wo ich die Schulter des Gegners festlege, Hadaka-Jime, das ist das freie Würgen, da nutze ich nicht den Judo-Anzug, Ashi-Jime, hier wird wieder das Bein genutzt, um zu würgen, und Ukuri-Eri-Jime, bei dem ich durch Zuziehen des Anzugs den Gegner würge. Die Würger funktionieren im Allgemeinen so, dass eine der beiden Hauptschlagadern am Hals abgedrückt wird und so kein neues Blut zum Kopf gelangen kann. Damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, wie diese aussehen, folgen gleich nochmal kurze Erklärungen plus Bilder der einzelnen Techniken. Der Juji-Jime, also das Kreuzwürgen, funktioniert, indem wir unsere beiden Unterarme kreuzen und somit unseren Partner würgen. Im Gegensatz dazu steht Ryote-Jime, bei dem ich nicht meine Unterarme kreuze, sondern sie parallel halte und so meinen Partner würge. Bei Kata-Ha-Jime hingegen würgen wir, indem wir einen Arm oder eine Schulter des Gegners festlegen. Bei Hadaka-Jime, dem freien Würgen, würgen wir, indem wir den Judo-Gi oder den Judo-Anzug nicht zur Hilfe nehmen. Bei Kata-Te-Jime nutzen wir hauptsächlich eine Hand, um unseren Partner zu würgen. Ukuri-Eri-Jime wirkt durch das Zuziehen des Kragens des Partners. Und zuletzt Ashi-Jime funktioniert, indem wir ein Bein zu Hilfe nehmen, um unseren Partner zu würgen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dass ihr einige Informationen, die euch eben gerade mitgeteilt wurden, auch mit in euer eigenes Judo-Training einbindet und weitergebt.